Hallo, we again, we will meet us soon. The Germans are back from the moon. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, da ist sie, die Haunebu, ihr kennt sie, hat viele Nerven gekostet, manche war nicht alles schön dran, trotzdem ist sie irgendwie so der Gag unter uns Nerds, gerade ich, großer Fan von Iron Sky und deswegen musste dieses Set unbedingt sein. Da dieses Set aber einiges an Problemen hatte, haben sich die Jungs von Modbricks gedacht, wir legen einfach die Haunebu nochmal auf. Und deswegen stelle ich euch heute von Modbricks die Haunebu 2.0 vor. Genau wie Iron Sky 2 Teile bekommen hat, so auch hier die Haunebu. Und ich möchte euch heute das Set zeigen, die 182699024. Wie gesagt, die Haunebu 2. Richtig cool. Diesmal mit dem Mond als Hintergrund. Nicht täuschen, dass hier dieser Strahl, Landestrahl, blau leuchtet. Das ist nur für den Effekt, für die Verpackung. Steht sogar auf deren Homepage. Schauen wir mal, ob sie wirklich hier ein bisschen was dazugelernt haben, ob wir hier wirklich qualitative Unterschiede haben. Und ich freue mich, es wird hier nämlich irgendwann nochmal ein Video zu geben, denn dann lassen wir diesen Strahl wirklich beleuchten. Aber jetzt, Freunde, landet mit mir erstmal hier auf meiner Mondoberfläche und schaut mit mir euch diesen Karton und vor allen Dingen den Inhalt genauer an. Ja, Freunde, da haben wir unsere Haunebu 2.0. Ich habe es euch gesagt, die 182699024 ab 6 Jahren. Diesmal mit 427 Teilchen. Das sind einige mehr als bei der ersten Haunebu. Liegt wahrscheinlich aber hier unserem Eingang zur Mond- oder Arktis-Basis geschuldet. Beziehungsweise auch dem Krater und wahrscheinlich auch hier diese Transclear-Teile. Da bin ich sehr drauf gespannt. Auf den ersten Blick sieht die Haunebu ja genauso aus wie die alte, außer dass sie halt hier grau ist und hier oben, glaube ich, so ein Transclear-Ring ist. Ganz lustig ist der Spruch hier unten. Allergiker-Hinweis kann bei übersensiblen Schneeflöckchen und Wichtigtouren zu Schnappatmung führen. Naja, das ist doch mal was. Und vielleicht fragen wir auch noch unseren Arzt oder Apotheker. Das ist die Vorderseite. Hier ist die Rückseite natürlich wieder geklebt. Und ihr seht auch, dass der Karton schon ein bisschen hier ramponiert ist. Das liegt einfach daran, dass das hier wieder ein Prototyp ist. Der liegt auch schon fast ein halbes Jahr bei mir. Ich wollte ja mal einfach auf euch Rücksicht nehmen und warten, bis diese Sets in den Handel kommen. Das habt ihr mir oft unter die Videos geschrieben. Also Dankeschön Modbricks, dass ich hier das Rezensionsexemplar vorstellen darf. Aber wie gesagt, extra zeitnah zur Veröffentlichung im Shop. Schön hier dieser Schneehintergrund, da sehen wir sie auch fliegen. Gucken wir uns den Rest an. Da oben haben wir auch wieder den Modbricks Slogan, beziehungsweise auch die Haunebu mit dem Schriftzug, also auch wieder diesen Allergiker-Hinweis. Dann hier an der Seite sehen wir die Untertasse und den Modbricks Schriftzug. Hier das gleiche auch, die Untertasse nochmal in einer anderen Perspektive, sage ich mal. Und dann sehen wir hier unten den Anbieterhinweis bzw. die Adresse von Modbricks. So, wir schneiden es jetzt mal auf. Ich habe mir extra hier mein blaues Messerchen besorgt. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich mache hier alles auf. Ach komm, schneiden wir es komplett auf. So, tada. Da ist der ganze Inhalt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tütchen. Wir haben diesmal Sticker, okay, Balkenkreuze zum Aufkleben und Instrumente. Hatten wir beim letzten Mal nicht. Okay, ob das jetzt eine Verbesserung oder Verschlechterung ist, bleibt euch selbst überlassen, beziehungsweise werden wir auch sehen, einfach wie die Stickerqualität ist. Hier ist die Anleitung, ziemlich groß, ziemlich dünn, Klammer gebunden. Es ist natürlich das gleiche zu sehen wie auf dem Karton und auf der Rückseite das gleiche auch nochmal. Ich will jetzt mal kurz schauen, ich will jetzt mal selber reinschauen kurz, so. Und das ist wieder typisch so eine Schiene-Anleitung. Wir sehen hier die Bausteps. Und wir sehen die Steine, die wir brauchen, und alles, was rot ist, wird gerade neu angelegt, beziehungsweise ab und zu weisen uns auch Pfeile den Weg. Ich will mal kurz schauen.
Genau, hier sehen wir Pfeile. Ihr seht aber auch, dass wir hier, das würde man nämlich auf der ersten Seite sonst sehen, irgendwie Bautüten gibt es nicht. Also wir haben keine richtig in Bautüten zusammengefasste Bauschrittgruppen. Am Ende haben wir dann 10 Seiten, bis das Modellchen fertig ist und haben 41 Bauschritte. Also wieder pickepacke voll, alles auf DIN A4. Und hier haben wir auch noch, sehen wir, 16 zu 16 Plates, 2 Stück. Das ist wahrscheinlich die Basis für den Mond. Steinequalität ist, ja, Durchschnitt, bin ich echt drauf gespannt. Wie gesagt, bei der alten gab es ja etwas Probleme. Aber das finden wir nur heraus, wenn wir sie bauen. Und das machen wir jetzt. Also Freunde, kommt mit mir hier in meine Speedbild- und Faktenzeit. Viel Spaß dabei. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute wieder über eine geheime Wunderwaffe, die es angeblich zum Ende des Zweiten Weltkrieges gegeben hat. Bevor es aber losgeht, möchte ich meinen lieben Freund Michael, den Steinpflanzer, noch einmal vielen lieben Dank sagen, denn er hat mir einen Popschutz hier für mein Mikrofon, das ich gerade benutze, um euch die Fakten einzusprechen, geschenkt. So ein Popschutz ist immer ganz wichtig bei P-Lauten und gerade da ich ja viele Kobi-Panzer baue, ist dieses P für mich wirklich extrem wichtig und in den letzten Videos habt ihr es vielleicht oft gehört, dass es dann etwas geknarzt hat. So ein Popschutz verhindert das. Und ja, Freunde, es ist etwas für Mikrofone. Popschutz hat nichts mit was anderem zu tun. Aber kommen wir jetzt zu meinem Geheimprojekt, mit dem ich über euch reden möchte, zum Projekt Glocke. Beim Projekt Glocke handelt es sich um ein angeblich von der SS im Zweiten Weltkrieg durchgeführtes Geheimprojekt zum Bau einer Wunderwaffe. Die Theorie, dass das Projekt Glocke wirklich stattgefunden hat, wurde von Igor Witkowski im Jahr 2000 aufgestellt. In seinem Roman Die Wahrheit über die Wunderwaffe sprach er von der Nazi-Glocke. Bekannt wurde die Theorie allerdings erst durch den Autor Nick Cook, der die Geschichte ebenfalls aufgriff. Laut den Vertretern der Glockentheorie soll der deutsche SS-General Hans Kammler und quasi der Chef der Geheimwaffen der damaligen Zeit mit dem Projekt vertraut worden sein. Im April 1945 soll er von einem amerikanischen Spähtrupp in Tschechien gefangen genommen worden sein. Der kommandierende General der US-Truppen soll Kammler in die USA überführt haben, wo er sein Wissen an US-amerikanische Wissenschaftler weitergab. Bei den UFO-Sichtungen im amerikanischen Kecksburg und in Roswell sollen angeblich Glocken bei Testflügen zu sehen gewesen sein. Hans Kammler selbst soll in den 1960er Jahren in Texas eines natürlichen Todes gestorben sein. Bei der Glocke selbst soll es sich um ein in Bodennähe fliegendes Objekt handeln. Es soll schweben können und hat die Form einer Glocke. Sie soll angeblich aus Metall bestehen, 9 Fuß breit und 12 bis 15 Fuß hoch sein. Die Glocke soll allerdings eine hohe Strahlung aussenden, so dass Pflanzen und Tiere in unmittelbarer Nähe stürben. An der hohen Strahlung seien auch mehrere an dem Projekt arbeitende Wissenschaftler gestorben. Die genaue Funktion oder den Verwendungsmöglichkeiten für dieses Fahrzeug der Nazi-Glocke ist allerdings unbekannt. Ja, Freunde, generell ist diese Theorie auch sehr mit Fragezeichen umwoben und vielleicht ist es auch nur eine dieser Mythen, die es zum Ende des Zweiten Weltkrieges viel gab. Egal, Freunde, das war ein lustiger Fakt und euch jetzt viel Spaß beim Review zu Haunebu 2.0. Ja, Freunde, da haben wir unsere Haunebu 2.0 beim Lande- oder Startversuch auf dem Mond. Ein schönes Diorama. Ob dieses Set jetzt auch ein besseres ist als das erste, also die erste Haunebu von Modbricks, dazu kommen wir jetzt. Optisch gefällt es mir wie immer richtig gut. Ich mag diese Ideen, die Florian da hat. Gut, ich muss auch zugeben, oft quatschen wir drüber, deswegen fließen die da ein bisschen mit ein. Hier ist natürlich das Thema, dass in meinem ersten Video ich Iron Sky ganz schön gepusht habe und somit auch ein bisschen die Ideen da eingeflossen sind. Sieht man ja auch an den Fahnen. Diese Szene ist ja auch im ersten Teaser von Iron Sky zu sehen, so ähnlich. Bissl hat es natürlich aber auch was von
Castle Wolfenstein, wo es ja auch so eine Geschichte mit Deutschen auf dem Mond gibt. Ich drehe es mal ein bisschen, weil ich glaube, dass die Mondlandschaft, die ist ganz klar. Wir sehen die Krater, wir sehen ja auch hier diesen Eingang zum Mondbunker. Die unterste Ebene hier, dieses Bauen, hat mir ein bisschen Nerven gekostet, liegt aber auch wie immer daran, dass ich hier auf dem Vlies gebaut habe und dass wir hier verschiedene Steinhersteller haben. Das sehen wir und daher haben wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Klemmkrafttypen. Ich nehme mal kurz hier die Haunebu hier ab. Kann ich euch wirklich sagen, die ist stabiler, viel stabiler als die andere. Aber weswegen ich meine verschiedene Klemmbausteinhersteller, das sieht man daran, dass wir zum Beispiel, ihr seht vielleicht hier diese Dark Bluish Gray 1x2er, die haben hier eine Rille drunter zum drunterhebeln und die anderen Steine teilweise haben keine Rille. Da sehen wir schon, okay, sind andere Hersteller. Ähnliches hier halt auch da oder auch bei diesen 1x3ern. Generell ist es bei mir immer mit diesen kleinteiligen Unterfüttern hier ein bisschen schwierig auf meinem Vlies. Man drückt, es gibt wieder. Ich würde euch empfehlen, holt euch eine graue Baseplate von Lego oder anderen Herstellern und baut noch ein paar Krater drumherum, dann ist das Ganze viel, viel stabiler. Was mir gefällt, was wirklich viel stabiler ist, ist hier auch der Stand. Der ist natürlich nicht ganz so transclear, wie man jetzt das denkt. Das sind China-Steine. Die Ringe hier oben sind viel, viel heller als hier. Die sind ein bisschen, haben einen kleinen Gelbstich und man sieht auch ein bisschen Kratzer, weil sie halt einfach nicht extra eingepackt waren in der Tüte, aber es gefällt mir, es hat halt wirklich was von einem Rückstrahl und da werde ich auch später nochmal was machen, denn dazu gibt es nochmal ein zweites Video. Ich meine, es ist ziemlich simpel, aber die Idee ist toll halt mit diesen Rundfliesen hier diese Krater anzudeuten. Kleines Manko ist in der Anleitung ist dieser Fahnenmast hier auch in Dark Bluish Gray, aber er ist nur in Light Gray, aber das stört mich nicht wirklich. Schaut mal das Bunkerchen an, diese Bunkertür. Man sieht halt auch hier an den verschiedenen Grautönen, dass es verschiedene Steinehersteller sind. Aber bei so einem Bunker auf dem Mond, da stört es mich nicht. Mikroeinschläge und so weiter, das ist, glaube ich, normal. Bisschen blöder am Design, das mir sehr gut gefällt, ist, dass man die Tür nicht ganz aufmachen kann. Aber hey, meine Güte, das ist auch eher hier ein Diorama. Damit spielt man nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand irgendwie Space Nazis auf dem Mond spielt. Aber sonst ist das ganz, ganz cool gemacht. Hier mit Hinges gelöst. Also ein richtig schöner kleiner Eingang zur unterirdischen Station. So viel aber hier zum Stand, der übrigens wirklich sehr stabil ist. Da haben wir die Aufnahme. Die ist sogar so stabil, dass die Aufnahme hier mit abgegangen ist. Ihr habt es im Speedbild gesehen. So, hier habe ich es umgebaut. Zack. Hier drauf. Also ganz normal hier. Oh, jetzt fällt er mir runter. Ein ganz normaler 1x2er Roundbrick in Transclear. Da seht ihr es mit natürlich dem Kreuz für die Technikaufnahme, für die Achse, die wir hier haben. Der Unterbau ist eigentlich fast genauso wie bei der alten Haunebu, außer dass wir hier abgerundete Stäbe jetzt haben und hier Verstärkungen mit den Fliesen. Generell ist der ganze Bau dieser Haunebu viel einfacher, viel stabiler. Von dem Bautechniker hat der Florian wirklich ein tolles Upgrade gemacht. Da kann man nichts gegen sagen. Es ist wirklich nicht mehr so dieser Krampf, dass man unbedingt überall alles anpassen muss, dass es hält und dann bloß nicht mehr anfasst. Also hier ist die Haunebu wirklich viel, 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 viel stabiler. Seht ihr, ich muss jetzt ein bisschen Kraft anwenden, damit es auseinanderfällt. Und ich wollte es auseinanderfallen lassen, damit ihr seht, hier die Bautechniken. Wir haben hier viel, viel, viel mehr Achsen. Wir haben hier unten etwas Kleinteiliges unterfüttert. Also das passt wirklich besser. Da ist die Haunebu wirklich stabiler geworden. Finde ich richtig gut. Und ihr seht jetzt hier, ich packe es mal wieder zusammen. Man nimmt diese 1x2er Bricks, man rastet die ein und dann ist es hier auf den Kreuzachsen. So, ich zeige euch auch noch mal kurz das Innenleben. Das finde ich auch gut, weil hier können wir jetzt wirklich eine Minifigur ohne Helm reinpacken. Wir haben hier Hebel und durch diese bedruckten Teile haben wir auch ein bisschen Armaturen und Steuerungselemente. Aber wo ich euch jetzt diese Untertasse hinhalte oder in die Kamera halte, seht ihr schon das größte Manko. Diese runden Teile sind alle zerkratzt. Sie sind viel mehr zerkratzt gefühlt, als das bei der grünen der Fall war. Gut, passt auch wieder zu einem Weltraumgefährt, alles okay, aber irgendwie wirkt mir das für mich persönlich zu sehr zu zerkratzt. Aufkleber finde ich nicht schlimm, die sollte man eigentlich hier auf die gebogenen machen. Ich habe es jetzt einfach hier auf die ganz normalen Slopes gemacht, da kann ich die Kreuze besser anbringen. Finde ich irgendwie besser, passt auch zu diesen Gittersteinchen.
Aber ja, das zerkratzte hier, das gefällt mir nicht. Auf der Unterseite das gleiche, sehen wir auch viele Kratzer. Scharfkantig ist es immer noch ein bisschen nicht ganz so schlimm wie bei der grünen, bei der ersten Version, aber die Kratzer gefallen mir nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese großen Formteile mit den anderen Steinen zusammen ja, in den Tüten waren. Das habt ihr ja gesehen. So, der Deckel hier einfach drauf gemacht, der hält also nur auf 2 Noppen. Ich habe diesen einen 1x4er, der noch über war, einfach damit drauf gemacht, damit es nicht ganz so reinpfeift, wenn man durch das Weltall fliegt. Ist aber dem geschuldet, dass man da eine Minifigur reinpacken möchte. Ich habe ja hier meinen kleinen selbstgebauten ja, Weltraumdeutschen mir mal hier geholt, um euch zu zeigen, dass man den da bestimmt hinsetzen kann jetzt. Wir machen das mal so. Zack, wir bauen das mal hier so aus, weil er hat so einen Rucksack, den habe ich mir mal irgendwo bestellt. So, den noppen wir mal auf. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier an den Rucksack vorbei manövriert kriege. So, und dann schauen wir mal, ob es jetzt mit Helm wirklich klappt. Ich glaube, auf der Webseite steht ohne Helm, aber ich meine mit dem Gap. So, passt sogar eine Figur mit Helm rein. Also ich habe hier meinen Haunebou-Piloten. Den lasse ich auch gleich drinne und dann noppe ich hier das wieder auf. Halt, wir fahren mal hier die Kufen ein, denn es soll ja gerade starten. Die Kanonen können ausgerichtet werden. Und ihr seht es, wir noppen es hier auf. Zack. Und da haben wir unsere Haunebou im Start. Der Aufkleber geht mal an die Seite. Ich halte euch jetzt nochmal die andere dagegen. So, also Version 1, Version 2. Diese hier ist wirklich viel fragiler. Auch die Aufnahme ist nicht so gut. Wir haben hier natürlich gedruckte Elemente und auch diese Elemente hier oben sind nicht so zerkratzt wie diese hier. Auch die grünen, glaube ich, sind nicht ganz so zerkratzt. Hier auf dem Grau sieht man es halt viel, viel mehr. Aber zum Vergleich auch nochmal zeige ich euch hier unten, da sehen wir, da habe ich das Problem noch, dass es immer wieder lose geht. Gerade hier diese grüne Unterkonstruktion, das ist immer so ein Thema. Wenn ich es jetzt gleich umdrehe, fällt es runter. Da seht ihr es. Das Problem habe ich bei der hier halt nicht. Da ist die ganze Unterkonstruktion viel besser gelöst, schöner gemacht hier mit den Fliesen. Einfach cool. Hier sehen wir wirklich eine Evolution. Das gefällt mir. Das ist schön. Wenn jetzt noch die Steine nicht so zerkratzt wären, wäre das wirklich ein tolles, tolles Set. Mir gefällt das Set hier auch. Es ist halt die Haunebou. Ich mag dieses abgespacede. Ich habe euch das bei dem Video hier schon zu erzählt, dass ich damals bei Iron Sky mit gecrowdfundet habe. Und ich finde es jetzt schön, dass jetzt hier quasi wieder das Thema oder das Thema von mir so aufgegriffen wurde. Das macht Spaß. Wenn jetzt, wie gesagt, beim nächsten Mal die Teile noch besser sind, vielleicht haben wir dann ja eine Haunebou 3.0 und haben dann gar nichts mehr zu meckern. Ja, Freunde, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von diesem kleinen deutschen Fantasie-Ufochen haltet, würde mich echt freuen. Und wie immer, was könntet ihr euch noch vorstellen, gerade in diesem abgespaceden Bereich, da gibt es ja viel so Parawissenschaft ab 45, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, steige ich hier in mein UFO und fliege zurück zur Erde und dann schauen wir uns noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, da sind wir auch zurück auf dem Mond oder auf der Erde oder auf der geheimen Antarktis-Basis. Ihr wisst, was ich meine, hier mit unseren beiden Untertassen, den Haunebous und hier in der 2.0-Version vom lieben Florian. Er hat hier wirklich einiges verändert, dass wir hier wirklich ein viel stabileres Untertässchen haben. Wenn jetzt die Kratzer nicht wären und die schwankenden Steinequalitäten, wäre das wirklich ein Set, wo ich sage, Blindkauf. Aber so überlasse ich das euch, wie ihr euch hier die Meinung bildet. Mir gefällt es. Es geht an die Seite hier hinter mir ins Regal. Da haben wir jetzt ja schon eine ganze schöne Reihe von diesen Militär- oder Pseudo-Militär-Sets. Das gefällt mir. Ich mag dieses abgedrehte. Habe euch schon ein paar Mal erzählt, dass ich großer Fan von Iron Sky bin und hoffe, dass da auch mal irgendwann noch ein dritter Teil kommt. In diesem Sinne, Freunde, hier kommen bei mir auf jeden Fall noch weitere Teile. Ich bin gerade so im Flow, ich drehe gerade, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich auch immer sehe, es werden viel mehr da draußen. Deswegen auch vielen lieben Dank, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr mir hier Likes bei den Videos lasst und vor allen Dingen auch, dass ihr mir schön Kommentare schreibt. Denn ich mag das, sich mit euch auszutauschen. Ich mag euer Feedback und ich mag mit euch quatschen. Das ist der Grund, warum ich diese Videos drehe. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund, immer einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.